Das ist hier ein Flaschenkürbis, der ausgehöhlt wurde. Und dann, jeder Matebecher sieht ein bisschen anders aus, aber der hat jetzt hier eine Lederschicht und noch einen Ständer dazu. Dann haben wir hier den Strohhalm oder den Becher. Und jetzt werde ich heißes Wasser übergießen. Schon schön am Ich habe einfach mitbekommen, was ankommt und was nicht. Also wo wir dachten, es ist extrem entscheidend als Musiker. Wenn du mal einen Physiker fragst und denkst, ja, wie klingt denn das für dich? Ja, das habe ich oft gemacht. Ich habe viel für meinen Mann gespielt, der ist Neurowissenschaftler, um ihn zu fragen, ja, was denkst du? Was ist deine Auffassung, wie ich das Stück spiele? Und da kommen manchmal Sachen, damit kann man viel anfangen. Ne? Gerade was Kontraste angeht, von laut und leise. Wir Gitarristen sind da unglaublich getrimmt. Oh ja, du spielst ja extrem laut. Ach ja? Nein, für Fachfremde klingt laut anders. Ne? Also ich spiele gern für Nichtmusiker und höre mir an, was ihnen auffällt. Genau, also ich bin hier aufgewachsen und habe meinen ersten Zahn bekommen, als die Mauer fiel. Mein erster Milchzahn. Und dann habe ich mit der Musik begonnen. Also wir sind in den Osten gezogen und wir kannten erst natürlich keine Leute. Und durch die Musikschule bin ich hier eigentlich wirklich angekommen. Ich war in der Musikschule Pankow. Also über die Musikschule begann eigentlich mein Leben. Und so habe ich auch die Liebe zur Gitarre entdeckt, wahrscheinlich einfach, weil alles positiv war um dieses Thema Gitarre herum. Die Leute waren toll, das Gebäude war toll, die Organisation war toll, es gab immer wieder Vorspiele. Ja, also immer war alles positiv mit der Gitarre. Und dann sind wir nach Kanada gezogen, 2004. Da hatte ich dann auch wieder keine Freunde erstmal, war so ein bisschen Depri. Und über die Musik habe ich wieder Leute kennengelernt. Und es war so, ich sprach zwar kein Englisch, aber Gitarre spielen konnte ich halt schon so ein bisschen. Ja, das war für mich wie so ein Zufall, dass ich das entdeckt habe für mich, weil es auch ein bisschen mich widerspiegelt, diese Liveliness da drin, dieses Lebendige. Und ja, ich mag eigentlich alles an dem Stück, die Thematik, dass es so krass spanisch klingt, dieses peppige, lustige. Ich finde, das Stück passt einfach unheimlich gut zu meinem Charakter. Und ich habe es einfach mal, ich hatte YouTube an beim Kochen und habe da so meine Playlist durchgehört und plötzlich kam das von Julian Bream, diese tolle Aufnahme. Und ich dachte, boah, das möchte ich wirklich lernen. Und dann habe ich mir die Noten bestellt und genau, also wie ich vorgehe, höre ich mir erstmal ganz viele Aufnahmen an, Originalbesetzung für Klavier. Und ja, gehe viel übers Ohr. Also ich habe auch die Partitur zu Hause, aber ich höre lieber. Also ich gucke, was passt, gerade was Artikulation angeht, wo Pianisten nicht so gitarristisch rangehen natürlich. Also genau, ich fand das immer toll an der Gitarre, dass man dazu singen konnte. Also ich hatte in der Grundschule Flötenunterricht, wo man schwer dazu singen konnte halt. Und für mich war die Gitarre immer ein Instrument, wo man zu singen kann. Das fand ich super cool. Und mein Bruder hat im Kindergarten mal so einen Projekttag gehabt, wo ich dabei war. Und da gab es eine Schülerin, die Gitarre gespielt hat. Und von dem Moment an wusste ich wollte Gitarre spielen.
ohne so richtig warum, so richtig, das kam dann später, weil ich halt dazu singen wollte. Aber ich wollte unbedingt Gitarre lernen. Ja. Was ich jetzt mache, ist etwas, was ich vorher noch nie so richtig gemacht habe. Also nach dem Studium habe ich nicht den Traum gehabt, ich gehe an eine deutsche Auslandsschule und singe und spiele Gitarre dazu. Nein, das hat sich einfach ergeben dadurch, dass wir über diese diplomatische Laufbahn jetzt dort sind. Und ich wollte gerne etwas an einer Schule machen, dadurch, dass ich die Sprache kann und dazu auch Gitarre spielen kann. Aber nein, ich sehe mich ehrlich gesagt als Künstlerin auf der Bühne mit meiner Gitarre. Und das ist auch, was ich liebe, aber das eine schließt das andere nicht aus. Also ich finde immer noch genügend Zeit, um mein Repertoire zu üben, um mir Gedanken zu machen als Künstlerin, wo möchte ich hin, was möchte ich aufführen und so. Also jetzt stellt eine Berlinerin einen Mate-Tee her. Dazu nimmt man also die Mateblätter und heißes Wasser. Und das geht jetzt schön rundherum, so gut ich das hinkriege, bis hier oben hin. Und jetzt bilden sich diese Bläschen, das ist ein gutes Zeichen. Jetzt lassen wir das ein bisschen ziehen, das ist jetzt kochend heiß leider. Kann man noch nicht ganz trinken. Zu 70 Grad, das soll gut sein. Der erste Aufguss ist immer am bittersten, das trinkt immer der Gastgeber. Freundlicherweise, damit das Schlimmste schon mal geschehen ist. Und dann gibt es immer wieder einen Aufguss und man reicht das weiter. Der Bombecha muss allerdings immer dem Gast gezeigt werden. Also wenn ich es jetzt immer so weiterreiche, muss es immer so, sonst ist es unfreundlich oder so.